4 Monaten langer Abstinenz von YouTube melde ich mich mal zurück mit einem neuen Video. Und zwar waren wir in München unterwegs und heute geht es um Streetfotografie mit der Leica M6. Ich hatte 2 Filme dabei, einmal den Kodak Gold 200 und einmal den Harman Phoenix. Den habe ich noch nie fotografiert, den schauen wir uns heute ein bisschen genauer an. Und wir gehen natürlich auf alle Bilder ein, die ich geschossen habe. Ich zeige euch die Negative von den Filmen und wünsche euch erstmal viel Spaß mit dem Video. Wir haben uns mehrere Orte angeguckt, unter anderem fängt hier die Reise in München bei der Eisbachwelle an, wo die ganzen Leute surfen. Da sind natürlich auch schon ein paar Bilder entstanden. Da war jetzt gerade der Kodak Gold drin. Ich habe den auf einem ISO 160 fotografiert und dadurch hat er einfach ein bisschen mehr Licht. Und ich habe mich über die Jahre einfach auf diesen Wert eingespielt und seitdem benutze ich den auch so. Ihr werdet auch hin und wieder ein paar Schwarz-Weiß-Bilder sehen in dem Video. Das ist meistens nur ein Kodak Gold, den ich in Lightroom umgewandelt habe. Jetzt hast du gefilmt, oder? Das ist ein Zufallsshot. Außerdem wollte ich mich nochmal bedanken bei euch, für jeden Einzelnen, der den Kanal abonniert hat oder jetzt abonnieren wird. Und falls ihr Ideen habt, Vorschläge habt, lasst mich gerne wissen, schreibt mir was in die Kommentare und dann werde ich auf die Topics eingehen. Nachdem ich den Kodak Gold dann verschossen hatte, habe ich den Phoenix 200 eingelegt. Und ich sage euch vorneweg, ich habe den auf ISO 100 geschossen, da ich im Internet gelesen habe, dass er eigentlich ein 100 Speedfilm ist. Ich habe hier mal einen Vergleich für euch von dem Phoenix 200 und auch dem Kodak Gold. Einfach mal nebeneinander, damit ihr mal seht, wie die Farben so sind. Ich finde auf jeden Fall, der Phoenix ist viel mehr hat viel mehr Filmkörnung als der Kodak Gold und ist deutlich unschärfer. Ich meine, es ist die gleiche Kamera benutzt worden und auch die gleiche Linse. Normalerweise hat man dann einen guten Vergleich. Ich persönlich würde den in Zukunft, glaube ich, eher weniger shooten. Eher wahrscheinlich dann den Kodak Gold, wenn ich die Wahl hätte. Oder halt natürlich den Kodak Portra.
bunte Haus, was ihr jetzt hier seht, ist das Haus 2 und es wurde von mehreren Künstlern gestaltet und die Umgebung ist auch tatsächlich relativ interessant, gerade wenn man fotografiert. Also absolut der Tipp von mir, wenn ihr mal in München seid. Ich habe mir die Negative vom Phoenix 200 natürlich auch genauer angeschaut und mir ist direkt aufgefallen, wenn man die jetzt auch im Vergleich sieht zu dem Kodak Gold, dass sie irgendwie lila sind oder blau. Ich weiß nicht, ob da durch so einen Orangefilter Abhilfe geschafft werden kann, dass man halt dann irgendwie besser die Temperatur unter Kontrolle hat von dem Film, aber das werde ich in Zukunft vielleicht nochmal ausprobieren. Da das Hauptaugenmerk in München eigentlich darauf lag, dass ich meinen Neffen bespaßen musste, sind wir natürlich auch gezwungenermaßen die ganze Zeit zur Mittagszeit rausgegangen, was natürlich vom Licht her absoluter Quatsch ist, wenn man fotografieren gehen will und man sollte sich da lieber auf die frühen Morgenstunden oder halt den Abend fokussieren, da das Licht einfach weicher ist und auch interessanter, sage ich mal, aber man kann sich nicht immer aussuchen, wenn man fotografieren geht, deswegen machen wir immer das Beste draus, auch wenn es mittags ist. In dem Fall würde ich normalerweise eigentlich zu Schwarz-Weiß-Filmen tendieren, aber heute geht es um den Phoenix 200, deswegen habe ich mir gedacht, wir gehen trotzdem fotografieren. So, abschließend zum Film ist zu sagen, der Film ist sehr unberechenbar, er ist ziemlich wild meiner Meinung nach. Der Kontrast ist echt heftig, auch wenn man Gegenlicht hat, performt er immer unterschiedlich, also das meine ich halt mit unberechenbar. Und ich finde ihn auch relativ unscharf im Vergleich zu jetzt anderen Filmen, wie zum Beispiel den Kodak-Filmen und gerade dieses Unberechenbare und Matschige von den Fotos, damit kann ich irgendwie nicht viel anfangen. Deswegen ist der Phoenix für mich eigentlich eher so ein experimenteller Film und nichts, was ich jeden Tag fotografieren würde, weil er halt einfach sehr, sehr krasse Farben auch hat. Dieser ganze Grünstich und so, muss man auch mal gucken, ob man das mit dem Orangefilter oder so oder einem Rotfilter eventuell in den Griff bekommt. Aber ansonsten wäre das jetzt nicht mein Daily Shooter oder mein Daily Film, den ich jeden Tag benutzen möchte. Gerade Szenen, bei denen man sich lange Zeit nimmt und die statisch sind oder Landschaften oder Streetfotografie, Architektur, wo man echt Zeit hat, genau zu messen für die Schatten und der Film ist auf einem ISO 100 eingestellt, alles passt, dann performt er eigentlich relativ gut und hat auch einen wirklich geilen Look so, aber es ist halt wirklich sehr, sehr wild meiner Meinung nach. Das Gute ist, was ich jetzt eben gerade entdeckt habe, weil ich ja wieder der Letzte bin, der auf der Party auftaucht, es gibt mittlerweile die Lösung für alles, nämlich Harman Phoenix hat einen zweiten Film rausgebracht. Bup, den hier. Und den werden wir natürlich auch noch fotografieren und der soll anscheinend genau diese ganzen Mängel
von mangelnder Schärfe, wildem Korn und matschigem Kontrastverhalten und lauter so Sachen sollen die alles ausgemerzt haben und ich bin sehr gespannt, den fotografieren zu können. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal und wenn ihr gerade weiterschauen wollt, dann habt ihr hier gerade das nächste Video. Wir sehen uns im nächsten. Bis dahin, ciao, ciao.